wie einer so schön sagte, if you don't own Nvidia, you're toast, nicht? Dann bist du erledigt, wenn du keine Nvidia hast, als ein Beispiel. So konzentriert auf wenige Titel war dieser Index, der ja immerhin 500 Aktien umfasst, die alle groß sind, noch nie. Und das heißt, dass man sich da auch nie zu sicher sein sollte bei einer spezifischen Aktie, dass die nur unbedingt der Mordsgewinner der Sache sein wird. Ne? KI oder AI, diese beiden Buchstaben elektrisieren seit inzwischen mehr als einem Jahr die Aktienmärkte. Fast im Alleingang tragen Aktien von Unternehmen wie Alphabet, Microsoft oder allen voran Nvidia die US-Indizes von Rekordhoch zu Rekordhoch, so scheint es zumindest. KI ist deswegen auch die Überschrift, die Bert Flossbach über das zurückliegende Quartal und über seinen Quartalsbericht gesetzt hat. Und mit ihm spreche ich heute über das Thema KI und über die Themen, die ihn sonst noch so umtreiben. Hallo Bert. Thomas. Im Quartalsbericht zum ersten Quartal hast du geschrieben, die Luft wird dünner. Und wenn man sich die Aktien mal anschaut, kann man sagen, ja, tatsächlich haben die überwiegende Zahl der Aktien auch eine Verschnaufspause eingelegt, oder? Ja, das ist wahrscheinlich mit die extremste Entwicklung, die wir momentan am Kapitalmarkt, insbesondere am Aktienmarkt haben, ist diese Zweiklassengesellschaft, das Auseinanderdriften des Durchschnitts aller Aktien zu dem Index, in dem die Aktien ja bekanntlich nicht durchschnittlich gewichtet sind, sondern die gerade von dir genannten Titel extrem hoch, im S&P 500 6-7% pro Aktie, während der Durchschnitt 0,2 wäre. Und dadurch ziehen diese Titel den Index besonders stark hoch. Und tatsächlich haben wir im zweiten Quartal eine Verschnaufspause gehabt, minus etwa 3% war der S&P, auch die europäischen Indizes waren nicht mehr im Plus. Während der S&P 500, auf den wir alle gucken, nicht, der auch in diese Benchmarks-Messlatten einfließt, plus 4% war, bedingt eben durch den starken Anstieg, der im Schnitt so bei 15% lag, dieser gerade genannten großen Titel. Und damit setzt sich eine Entwicklung fort, die wir jetzt im Grunde genommen seit, sagen wir mal, April 2023 beobachten. Wir haben es ja auch mal eingeblendet, sehen wir es. Also das addiert sich bei 18 Monaten inzwischen auf, sage und schreibe, 30% auf. Ja, das ist eine Größenordnung, die wir ganz, ganz selten hatten. Also der gleiche Korb von Aktien, nur eben einmal gleich und einmal nach Börsenwert gewichtet, so stark auseinanderdriftet. Und wir sind ja schon ein paar Tage über das Quartalsende hinaus. Wenn man es ganz aktuell per heute nimmt, sind es in der Tat exakt 30%, die der S&P dem S&P 500 gleichgewichtet abgenommen hat, bedingt eben durch diese Entwicklung der wenigen großen Aktien. Nicht? Und wie einer so schön sagte, if you don't own Nvidia, you're toast. Nicht? Dann bist du erledigt, wenn du keine Nvidia hast, als ein Beispiel, vielleicht das prominenteste Beispiel, extremste Beispiel unter den genannten Titeln, die eben im Alleingang mehr oder weniger den Index hochziehen. Wie groß ist die Versuchung, als Fondsmanager dann eben die Aktie doch ins Portfolio zu nehmen? Ja, der Druck, sagen wir mal so, der Druck ist sicherlich auf alle Portfolio-Manager hoch. Denn wie gesagt, es war ein Zitat aus dem Wall Street Journal von einem Portfolio-Manager, der sagte eben, du musst es machen, sonst bist du irgendwann erledigt. Das führt natürlich dann auch dazu, dass Leute investieren, obwohl sie nicht überzeugt sind, sondern im Prinzip aus reiner Not. Wir haben ja einen Teil dieser Titel, nicht alle 6, aber 4 davon an Bord und nur eben nicht in der extremen Gewichtung, wie sie im Index vertreten ist. Und ich glaube, das ist der Punkt, der die meisten Investoren umtreibt, professionelle Investoren, die eben diese extrem hohe Indexgewichtung in ihrem Portfolio nicht abbilden. Und dadurch baut sich dann so eine Schere auf. Und ja, natürlich, nicht, man schaut dann auf die Indizes, respektive ETFs und stellt dann eben eine zunehmende Divergenz fest und irgendwann wird die Sache dann eben unschön. Und das hat sicherlich schon viele dazu bewogen, wir sehen das auch, dass man in diese Titel umschichtet, um mit dabei zu sein. Und der Anteil derer, die sozusagen aus Not investiert sind, verglichen mit denen, die wirklich aus tiefster Überzeugung dabei sind, nicht nur was die Qualität der Aktien, die sehr hoch ist, aber eben auch die inzwischen stark gestiegene Bewertung betrifft,
der nimmt zu und die Frage ist eben, wie lange das dann noch gut geht. Wenn du von 6 Aktien sprichst, dann sind das neben den von mir eingangs erwähnten Alphabet, Microsoft und Nvidia und auch Apple, Meta und Amazon. Um das mal von den Indexpunkten in Milliarden oder nehmen wir ruhig Billionen US-Dollar zu übersetzen, seit Anfang 2023 hat der S&P 500 etwa 15,2 Billionen zugelegt. Alleine 9 Billionen gehen zurück auf diese 6, deren Indexgewicht auf inzwischen sagenhafte 31% angestiegen ist. Und auch das haben wir hier mal grafisch dargestellt. Da könnte man jetzt eine schöne Story draus machen, also eine mit viel Klicks. Ja. Das ist ja noch viel krasser als zur Dotcom-Blasen-Hochzeit sozusagen. Ja, man sieht das ja auf dem Chart sehr schön. Nicht? 19% waren die Top 6. Damals auch Microsoft dabei, Cisco, General Electric im Jahr 2000 oder Ende 99. Jetzt sind es 31%. Die 31% stellen, nach dem, was wir auch zurückgerechnet haben, den Maximalwert dar. So konzentriert auf wenige Titel war dieser Index, der ja immerhin 500 Aktien umfasst, die alle groß sind, noch nie. Man könnte jetzt den einfachen Schluss ziehen und sagen, das ist wie immer am Ende einer HOS eine sehr hohe Konzentration. Ja, stimmt. Aber dann kommt unweigerlich der große Crash und das, glaube ich, stimmt nicht. Denn es gibt einen wesentlichen Unterschied zu 2000. Damals waren diese großen Titel extrem hoch bewertet. Ihr Gewinnanteil am gesamten Markt war 7% gegenüber den 19 Marktgewicht. Heute ist der Gewinnanteil, also die Unternehmensgewinne, knapp 20% gegenüber 31% Gewicht. Man sieht, die sind immer noch höher bewertet. Die Gewichtung ist höher als ihr Gewinnbeitrag. Aber der Unterschied ist bei weitem nicht so extrem. Der liegt jetzt so bei 1,6 Mal, also 60% höher bewertet. Das war 2000, 99, 2000 viel extremer. Und ich erinnere die Zeit noch sehr gut. Wir hatten KGVs von 100, 200 auf Cisco. Microsoft war etwa 60 Mal Gewinn bewertet. Das ist wesentlich, wesentlich höher als heute die Top-Aktien. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass man daraus jetzt auf einen Crash schließen kann. Möglicherweise aber eben auch hier mal auf eine Korrektur. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Grafik, damit auch jeder nachvollziehen kann. Einerseits haben wir den Indexanteil der großen 6 Unternehmen. Was verraten uns, du hast es gerade eben schon gesagt, die 1,62 und den Wert, den wir hier zur Jahrtausendwende sehen? Ja, man sieht hier, dass die Börsenwerte der Firmen 1,6 Mal so hoch sind wie ihr Gewinnbeitrag im Index, während das im Jahr 2000 das 2,6-fache war. Also heute haben wir eine 60% höhere Bewertung dieser Top-6-Titel und damals war sie 160% höher aufgrund der gerade von mir genannten Extrembewertung bei den prominenten Titeln der Jahrtausendwende. Und deswegen macht der Unterschied ist schon sehr signifikant. Die Firmen sind sehr viel profitabler als damals und ihre Bewertung ist nicht so hoch, aber, und das ist jetzt natürlich die Gretchenfrage, weit über dem Durchschnitt, den diese Titel, man sieht das auf der Grafik, auch in den letzten Jahren hatten. Vor 10 Jahren waren die sogar in etwa gleich bewertet oder teilweise ganz kurz mal billiger als der Gesamtmarkt. Und davon sind wir natürlich jetzt doch schon ein gutes Stück entfernt. Du beschäftigst dich sehr mit dem Thema KI, also jetzt auch abseits der Aktienmärkte. Was würdest du sagen, ist das tatsächlich etwas, das unser Leben ähnlich verändert wie das Internet vor 25, 30 Jahren, als es aufkam? Ich glaube schon. Das Internet ist natürlich die Basis für alles und das Internet hat ja die Welt noch stärker verändert, als wir das im Jahre 2000 zu glauben vermochten. Aber es war dann doch wiederum anders, als man dachte. Cisco war der uneingeschränkte Dominator des Internets durch diese Switchers und Routers, über die der ganze Internetverkehr, das nannte man Rückgrat oder das Rückenmark des Internets. Dann kam Huawei und die Dinge änderten sich. Und die Sieger dieser Phase seither gab es damals zumindest an der Börse noch gar nicht. Das war dann Google, die im Prinzip Yahoo abgeräumt haben mit einem besseren Algorithmus. Dann kam natürlich Facebook respektive Meta auf. Alles Firmen, die heute sehr stark und dominant sind, die es damals noch gar nicht gab. Nvidia gab es schon, aber das war ein kleiner Hersteller von Chips, der später dann durch Gaming, Bitcoins und am Ende natürlich jetzt durch den KI-Boom reüssierte.
Und so sieht man also auch, dass die Dinge sich langfristig vielleicht noch extremer entwickeln, aber dadurch nicht unmittelbar die Unternehmen, von denen man heute glaubt, dass sie die Hauptprofiteure sind, dass die wiederum in den nächsten Jahren am meisten profitieren. Die Karten werden dann eben auch manchmal neu gemischt, ne? Also es gibt die Möglichkeit für kleine Angreifer, Disruptoren. Google war damals so ein Wert gegen Yahoo. Vorzugehen, dass die in der Lage sind, quasi asymmetrisch den großen Goliath zu schlagen. Andererseits, und das haben die letzten Jahre eigentlich eindrucksvoll bewiesen, allen voran Microsoft, dass etablierte große Unternehmen, wenn sie gut gemanagt sind, wenn die CEOs die richtigen Entscheidungen treffen, die Firma richtig positionieren, Amazon mit dem Cloud-Geschäft als Beispiel, dann ihre Macht sogar noch ausbauen können. Und das haben wir ja jetzt gerade gesehen, wenn man sich die Indexentwicklung anguckt, die eben von diesen Titeln dominiert wird. Du sagst schon, Innovation bedeutet Disruption. Da, wo Sieger sind, sind auch Verlierer. Du hast dir mal einen Aktienkorb angeschaut. Im Quartalsbericht sind die Unternehmen dann namentlich genannt. Darauf verzichten wir jetzt hier, aber wir können uns den Aktienkorb trotzdem mal anschauen. Und da sehen wir dann eben doch sehr eindrücklich, da sind Unternehmen dabei, die eigentlich ich hätte jetzt fast gesagt, vor ein paar Wochen noch als vermeintliche Gewinner aussahen und jetzt relativ schnell dann doch nicht mehr zu den Gewinnern gehören. Ja, ein sehr prominentes und das größte Beispiel von Börsenwert ist PayPal, ja, die auch hier die 300 Milliarden Börsenwert hatten in der Spitze. Das ist inzwischen pulverisiert. Warum? Weil Apple Pay im Grunde genommen die Basis von PayPal disruptiert hat. Und PayPal galt als Disruptor des Zahlungsverkehrs, die alles aufräumen, die Karten komplett neu mischen und dann sieht man nach relativ kurzer Zeit, es waren ja nur ein paar Jahre, dass sich so ein Unternehmen auch wieder verabschieden muss. Ein anderes prominentes Beispiel, das jeder kennt, ist Zoom. Nicht? Da kam eben Microsoft mit Teams und hat Zoom disruptiert, die 2021 ja diesen extrem hohen, 20 schon extrem hohen Kurs hatten. Und viele dieser Titel sind inzwischen zwischen 90 und 95% im Minus. Und man sieht es an dem Index. Und ein paar Titel sind auch durch gesellschaftliche Trends weggewischt worden, wie WeWork. Da war das Homeoffice eben entscheidend. Und auch auf der Elektroseite, Elektroautomobilseite sieht man die ersten Opfer, zum Beispiel Fisker, die jetzt Chapter 11 angemeldet haben, also pleite sind, und andere Firmen, die noch vor 2 Jahren hoch gehandelt wurden als die zukünftigen Stars des Elektrohimmels. Und das hat sich inzwischen auch weitgehend erledigt. Also das ist diese ganze Entwicklung, diese technologischen Umbrüche werden durch KI noch weiter beschleunigt. Und das heißt, dass man sich da auch nie zu sicher sein sollte bei einer spezifischen Aktie, dass die nur unbedingt der Mordsgewinner der Sache sein wird. Ne? Jetzt wird uns das Thema KI die nächsten Quartale ganz sicher auch hier in den Quartalssplittern noch weiter verfolgen. Aber wenn wir für den Moment ein Fazit ziehen, dann ist es wahrscheinlich das. Also man muss noch viel genauer hinschauen, noch stärker diversifizieren oder was wäre die Schlussfolgerung für den Anleger? Ja, vielleicht ein bisschen breiter, also dass man nicht diese Einzelakzentuierung zu hoch fährt. Wir hatten ja auch jetzt jüngst die große Diskussion, wer gewinnt jetzt von den Großen? Ist Google der Verlierer, weil die Leute mehr ChatGPT nutzen und weniger googeln? Das hat sich bis dato als falsch erwiesen. Apple galt als der Abgehängte in dieser ganzen Thematik. Das hat sich in 2 Monaten erledigt. Da war die Apple-Aktie besser als die der anderen. Also man sieht, dass man da etwas breiter aufgestellt sein muss. Wir haben die großen Titel dann auch gleich gewichtet, mehr oder weniger gleich gewichtet. Die sind auch alle vertretbar von der Bewertung noch. Schwieriger wird es dann bei Werten wie Nvidia, die eine extrem starke Dynamik haben, wo man nicht genau weiß, wie nachhaltig die Käufe der Chips sind, ob die jetzt Jahr für Jahr so anhalten oder wieder runterkommen. Und dann hat man natürlich die kleinen Firmen, ich habe ja gerade ein paar Beispiele genannt, die in diesem Korb drin sind. Viele von diesen vermeintlichen Disruptoren bleiben dann eben am Ende auf der Strecke. Und das zeigt auch nochmal die Bedeutung von Qualität, insbesondere Management. Wir hatten gestern ein Gespräch mit dem CEO eines großen Pharmaunternehmens und haben auch da nochmal gefragt, wie setzt ihr KI ein? Und er sagte, ich weiß nicht, wie genau man das ermitteln kann, aber ungefähr 40% schnellere Entwicklungszeit von Medikamenten mit ungefähr 20% geringeren Gesamtkosten. Also auch da zeigt sich dann eine Beschleunigung. Das ist die schöne, die gute Seite der KI, also neue Medikamente gegen unheilbare Krankheiten bis dato, Alzheimer als Beispiel. Das ist schön, wenn das passiert. Aber es gibt natürlich auch
die oft zitierten Negativbeispiele, insbesondere die Manipulation der öffentlichen Meinung. Wir haben jetzt wieder Wahlen überall, wo das ein Thema wird. Und wo sicherlich dann auch irgendwo eine Regulierung einsetzt, die dem unbegrenzten Wachstum auch irgendwo wieder Schranken setzen muss. Jetzt verleitet so ein Thema wie KI immer sehr stark darauf zu fokussieren. Dummerweise läuft aber alles parallel ja weiter. Also das Thema Inflation ist ja nicht weg. Du hast gerade die Wahlen angesprochen, einmal die voranstehen, also in den USA. Die Europawahl liegt hinter uns. Was sind da die Themen, die du im Moment anschaust? Oh, das sind ganz viele Punkte, die ineinander greifen. Nicht? Du hast schon gesagt, die Inflation. KI zum Beispiel wirkt wahrscheinlich erstmal inflationär, weil enorme Investitionen zu tätigen sind, zig oder hunderte Milliarden allein in die Technologie. Der Stromverbrauch ist zumindest anfangs sehr hoch. Die Hoffnung ist, dass durch KI der Stromverbrauch insgesamt gesenkt werden kann, effizientere Netze etc. Und so sieht man, dass auch die Dinge im Zeitablauf sich verändern können. Das hat zum einen einen Einfluss auf die Inflation, dann natürlich damit auch auf die Notenbankpolitik und auf die Zinsen. Das hat auch Einflüsse auf die Geopolitik oder die politischen Strömungen, Thema Wahlen, Thema Cyberkrieg und so weiter. Also man hat ganz viele Aspekte, die man auch Krisen, vermeintliche Krisen, die man sehen könnte. Und früher hätte wahrscheinlich eine davon gereicht, um hier so ein ganzes Thema zu füllen. Und heute hat man so viele Krisenherde, potenzielle Krisenherde, auf der anderen Seite aber natürlich auch Chancen und Dinge, die sich positiv entwickeln, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Ist die Gefahr einer Euro-Krise 2.0 etwas, das du im Moment anschaust? Ja, also ich würde jetzt noch nicht von Euro-Krise 2.0 reden. Das ist eine Entwicklung, die jetzt nicht unmittelbar mit KI zu tun hat. Da sieht man vielleicht die geringsten Risiken oder die Einflüsse sind da relativ geringer. Frankreich ist aber natürlich ein Thema. Wir hatten jetzt die Wahlen. Jetzt ist die Rechte, die extreme Rechte erstmal abgestraft worden. Aber wir haben uns vor Jahren schon mal das Programm von Herrn Mélenchon angeguckt, also von dem Führer des Linksbündnisses. Das ist so eine Art Kommunismus light und die Märkte haben das meiner Meinung nach bis dato noch nicht ausreichend verdaut. Die erste Freude war da, aber wir haben jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen chaotische Entwicklung in Frankreich, was die Regierungsbildung anbetrifft. Und wie viel von den Programmpunkten durchgesetzt werden können, weiß ich nicht. Aber wenn das zumindest die Hälfte wäre, also massive Absenkung des Rentenalters, und all diese anderen Dinge, die ein ohnehin schon hoch verschuldetes Frankreich, nicht 110% des Sozialprodukts sind die Schulden, plus ein hohes Defizit, 5,5%, auch weit über diesen guten alten Maastricht-Kriterien, dann darf man davon ausgehen, dass die Verschuldung in Frankreich weiter zunehmen wird, dass die Schuldenquote weiter steigen wird und dann setzt irgendwann auch die Knute des Bond- oder des Anleihenmarktes ein und erfordert höhere Zinsen, die dann wiederum natürlich das Defizit Frankreichs massiv noch weiter nach oben treiben würden. Und so kann man davon ausgehen, dass diese politischen Themen, aber auch natürlich verbunden mit der Geopolitik, die wir momentan haben, dass diese Themen dazu führen könnten, dass die Schwachstelle des Euros, und die ist im Moment nicht in Italien, sondern die ist in Frankreich, dass sich das weiter verschärft und dann in der Tat eine Euro-Krise oder sagen wir mal zumindest ein Krisenabwehrmechanismus der Europäischen Zentralbank einsetzt, dergestalt, dass die dann sagen, gut, wenn die französischen Staatspapiere keiner mehr will, dann kaufen wir die eben, um zu vermeiden, dass die Renditen durch die Decke gehen. Nicht? Und da würde ich schon darauf achten, jetzt in der näheren Zukunft, das könnte ein Thema werden, ja. Noch stehen wir nicht da. Du hast eine Grafik ganz zu Beginn deines Quartalsberichts gebracht mit der Überschrift "Alles klar?" Fragezeichen. Man könnte auch sagen, ist doch eigentlich alles ganz logisch. Das sehen wir hier. Das bringt das eigentlich ganz gut auf den Punkt. Es ist eben nicht so einfach, nur auf Inflation oder KI oder Politik zu schauen. Es hat schon auch alles irgendwie miteinander zu tun, möchte man sagen. Ja, ich hatte zuerst das Fragezeichen weggelassen und dann wusste ich nicht, ob jeder die Ironie verstehen wird. Natürlich ist nicht alles klar und was die Grafik auch nur zeigen soll, ist, es gibt eben sehr viele Punkte.
Und wenn man sich jetzt auf einen einzelnen Punkt konzentriert und versucht, daran eine Anlagestrategie auszurichten, dann ist das wahrscheinlich zu eng betrachtet. Dazu kommt, dass die Punkte auch ineinander wirken und wie am Beispiel KI im Zeitablauf dann auch von inflationär auf deflationär umschichten können. Und wir haben ja ein Riesenthema in der ganzen Welt, in der westlichen Welt, ganz stark auch schon in Japan, ist die Demografie. Wir haben viel zu wenig junge Menschen. Und das lässt sich langfristig nur lösen und damit auch die Sicherheit der Renten, des Sozialversicherungssystems, der gesamte gesellschaftliche Zusammenhalt, wenn die Produktivität deutlich steigt. Da werden immer so schön die Roboter skizziert, die man sich dann als neue Pflegekräfte vorstellt. Das ist vielleicht ein bisschen das falsche Beispiel, aber insgesamt durch KI eben auch durch Roboter, aber insgesamt die Produktivität massiv zu steigern, dass weniger Menschen in der Lage sind, das gleiche oder mehr Sozialprodukt zu erwirtschaften, um diese exorbitant hohen Belastungen, die unser soziales Sicherungssystem, unser Sozialstaat eben für die künftigen Generationen bedeutet, um die überhaupt schultern zu können. Und ich glaube, dass die nächste Wahl nächstes Jahr in Deutschland schon sehr stark auch von diesem Thema beeinflusst wird. 4 Jahre später wird das dominante Thema sein. Und die Lösung liegt im Prinzip in Innovation, in Produktivität und die liegt nicht darin, dass man 1 oder 2% an der einen oder anderen Ecke einspart. Das wird nicht reichen. Letzte Frage, nochmal zum Thema KI. Wenn wir die Grafik nochmal reinholen, dann würde ich sagen, boah, das ist jetzt so kompliziert, das wäre doch was für KI. Wann kann KI denn Börsenentwicklungen voraussagen? Ja, Isaac Newton hat es, glaube ich, gesagt, er kann die Bewegung der Himmelskörper und die physikalischen Gesetze berechnen, aber nicht den Wahnsinn der Menschen. Und das ist natürlich bei Börsenentwicklungen ein ganz großer Teil, also Übertreibungen nach oben wie nach unten spielen da eine große Rolle. Und mal abgesehen davon, von diesem psychologischen Effekt, wenn man das wirklich könnte, also eine generative KI wie die Chat-GPT-Programme und so weiter, wenn solche Modelle das könnten, also dann müssten die ja in der Lage sein, die Zukunft vorherzusagen. Nicht, Börsenkurse spiegeln ja sehr stark auch die ökonomische, die gesellschaftliche, die soziale Entwicklung wider. Und dann müsste man all das vorhersagen können. Und selbst wenn man das könnte, würde es ja im Zirkelschluss nicht eintreten, weil ich ja nicht dahin gehe, wo ich weiß, wo ich überfahren werde. Also dann werde ich auch nicht überfahren. Also im Grunde genommen ist das Illusion. Natürlich gibt es Algorithmen, die versuchen, und die gibt es schon sehr lange, aus rein quantitativen historischen Zahlen abzuleiten, wann ein Kauf- oder Verkaufszeitpunkt gegeben sein könnte. Das hat aber nichts mit der neuen generativen KI zu tun, sondern das sind im Prinzip Machine Learning, vielleicht Deep Learning, also Algorithmen, die im Grunde genommen versuchen, Zahlenmuster zu erkennen. Das gibt es, aber in großem Stile ist das nicht erfolgreich und ich glaube auch nicht, dass das auf Dauer erfolgsversprechend sein wird. Damit bleibt es trotz KI aller Voraussicht nach bei dem Satz, man kann die Zukunft nicht voraussagen. Der Physiker Richard Feynman hatte mal gesagt, stellen Sie sich mal vor, wie viel komplizierter Physik wäre, wenn Elektronen Emotionen hätten. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ich habe noch einen in dem Kontext, weil du das gerade ansprachst. Also ich habe so geschlossen, wie das alles wird sich nicht zukünftig vorhersehen lassen. Und dann fragt man sich, okay, dann hat KI wahrscheinlich überhaupt keine Bewandtnis für das Portfolio-Management. Und wir haben jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, 6, 12 Monaten uns doch sehr viel intensiver mit der Thematik auseinandergesetzt, um einen sehr komplexen Punkt besser abschätzen zu können, nämlich die Qualität des Managements, die in einem Unternehmen, vor allen Dingen der Führungsspitze, entscheidend ist für den Erfolg der Firma. Die gerade angesprochenen großen IT-Werte haben alle Top-Manager, die das sehr weitsichtig erkannt und gesehen haben. Amazon als Beispiel mit AWS zeigt, wie wichtig Management ist. Und die KI kann dabei helfen, die Qualität des Managements besser hervorzuheben, besser herauszuarbeiten. Zum einen als Vorbereitung für Gespräche, wo man noch nicht viel über das Management weiß, kann man sich durchaus sehr viel Informationen über KI holen. Und die eigentliche Aufgabe, die uns dann aber betrifft, ist nicht die Zukunft vorherzusagen, sondern die liegt im Grunde genommen darin, dass man die Qualität des Managements aufgrund einer oder anhand einer eigenen Datenbasis, also Gespräche, die wir haben, Notizen, die wir machen,
Dinge, die wir eingeben und vor allen Dingen die richtigen Fragen stellen, dass wir da einen Schritt weiterkommen. Das ist die große Aufgabe jetzt, dass man die Bedeutung des Managements auch über KI etwas besser noch hervorhebt, selektiert und ich würde auch sagen, etwas besser strukturiert und objektiviert. Denn sehr oft sind dann Bauchgefühle, spielen eine Rolle, das wird so bleiben, aber eben nicht alleine. Und da hilft KI uns in der Zukunft wahrscheinlich mehr, als wir das bis dato gedacht haben. Also die zweite Ebene im Grunde genommen. Die erste ist, in was könnte ich denn investieren? Und die zweite wäre, wie kann mir KI helfen zu investieren? Das ist genau das der Punkt. Also wie kann ich KI nutzen, um bestimmte Entscheidungen besser vorzubereiten, zu objektivieren, aber auch um Fehler besser zu analysieren. Nicht, dass man also so einen Use Case hat, wie man so schön sagt, und guckt sich das an und sagt, genau da an der Ecke hat man den oder den Fehler gemacht, das etwas besser zu analysieren. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir, wenn wir das geschickt und gescheit einsetzen, dass wir da über die Jahre noch gute Fortschritte machen. Danke dir, Bert, fürs Einordnen. Dann schauen wir, wie es weitergeht im dritten Quartal. Das ist ja bekanntlich, die letzten Jahre haben das gezeigt, prädestiniert für Schwankungen. Ob es denn dann so wird, das sehen wir im Oktober, wenn wir hier wieder zusammensitzen. Bis dahin erst einmal vielen Dank.